Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite zeige ich die Seite, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich noch mal eine Infokarte einblenden zu den vorherigen Folgen. So, Brille auf. Herz des Buches. Nein. Auch nicht. Ach Mensch, hier, da haben wir's. Die erste Sage heute heißt Authari und Dietlind. Authari, König der Langobarden, war schön in blühender Jugend, trug gelbe blonde Haare und war wohlgebildet. Da er Verlangen danach trug, sich zu vermählen, sandte er nach Bayern und ließ den dortigen König Garibald um dessen Tochter zu seiner Gemahlin bitten. Garibald nahm die Boten freundlich auf und sagte die Braut zu. Darauf bekam Authari Lust, seine Verlobte selber zu sehen, nahm wenige geprüfte Leute mit, darunter auch Agilulf, den Herzog von Taurin, den er zum Anführer und Wortführer des ganzen Zuges bestimmte. Er selbst wollte unbekannt bleiben. So langten sie ohne Verzug in Bayern an und wurden dem König Garibald in der Weise vorgestellt, wie das bei der Gesandtschaft Brauch ist. Der Anführer sprach den üblichen Gruß. Dann aber trat Authari, der von keinem Bayern erkannt wurde, vor und sprach: Authari, mein Herr und König, hat mich gesandt, dass ich seine bestimmte Braut schaue, die unsere Herrin werden soll und ihm über ihre Gestalt berichten kann. Auf diese Worte ließ der König seine Tochter kommen, und als sie Authari stillschweigend betrachtet hatte, wobei er sich über ihre Schönheit freute, fuhr er fort: Weil ich deine Tochter so gefunden habe, dass ich sie meinen König rühmen kann, mögest du gestatten, dass ich aus ihrer Hand den Willkommen entgegennehme. Der König willigte ein, worauf Dietlind sich erhob und den Becher füllte, den sie zuerst dem Führer darbot. Danach schenkte sie aufs Neue ein und bot ihn Authari, von dem sie nicht wusste, dass es ihr Bräutigam war. Authari trank. Als er aber den Becher zurückgab, rührte er leise mit dem Finger, ohne dass es jemand merkte, Dietlinds Hand an. Darauf fuhr er sich selbst mit den Rechten von der Stirn an über das Antlitz. Die Jungfrau errötete vor Scham und klagte darauf ihre Amme, dass einer aus der langobardischen Gesandtschaft gewagt habe, sie zu berühren. Die Amme aber lachte und antwortete: Närrchen, das war kein anderer als der König, dein Bräutigam. Ein gemeiner Mann würde sich solches nicht herausgenommen haben. Bald darauf nahmen die Gesandten Urlaub vom König und zogen heim, vom bayerischen Herren geleitet. Nahe der Grenze richtete sich aber der verkappte König in Sattel auf, ergriff die Streitaxt und warf sie kraftvoll in einen nahestehenden Baume, so dass sie tief eindrang. Dann rief er: Solche Würfe pflegt der König Authari zu tun. Die Bayern erstaunten über dieses Kraftstück und erkannten daraus, dass er der König sein müsse. Bald darauf wurde die Hochzeit gehalten, und unter den Gästen befand sich auch Agilulf, der Herzog von Taurin. Während des Festes erhob sich nun ein starkes Gewitter, und ein Blitz zerschmetterte den schönsten Baum, eine gewaltige Eiche, im Garten des Königs. Nun hatte Agilulf einen alten Diener, der Weissagung kundig war. Der sagte heimlich seinen Herrn: Die Frau, die heute unserem König vermählt wurde, wird noch deine Gattin werden. Diese Rede fand Agilulf so ungeziemend, dass er in einer heftigen Zorne zu dem Alten sagte: Wage es nicht, diese Worte zu wiederholen, wenn dir dein Kopf lieb ist. Darauf erwiderte jener: Du kannst mich töten. Allein das Schicksal ist unwandelbar. Dieses Weib ist nur darum in unserem Land gekommen, damit sie deine Gemahlin werde. Die Weissagung ging aber wirklich in Erfüllung, denn einige Jahre danach fiel Authari, die königliche Eiche. Die Langobarden aber, denen Dietlind wohl gefiel, überließen ihr die königliche Herrschaft. Eine Zeit lang ging alles wohl, dann aber empfanden es viele freien Leute als eine Schmach, dass ein so großes und kriegerisches Volk von einem Weibe regiert wurde. Sie drangen also in Dietlind, sich einen Gatten aus ihrem Volke zu wählen, den sie als König anerkennen wollten. Die Königin fügte sich dem Wunsche des Volkes und berief Agilulf zu einer Besprechung. Gleich nach dem ersten Gruße ließ sie Wein schenken, trank vor und reichte Agilulf den Becher. Als er nun beim Empfange des Bechers der Königin ehrerbietig die Hand küsste, sprach sie lächelnd und errötend: Der braucht mir nicht die Hand zu küssen, der mir einen Kuss auf den Mund geben soll.
Hierauf tat sie ihm ihren Entschluss kund, ihn zum Gemahl zu erwählen. Und unter allgemeinem Frohlocken war dann die Hochzeit begangen und Agelow als König anerkannt. So hatte sich die Weissagung seines Dieners erfüllt. Schön, schönes Ende. Ja Mensch, ob es das als Märchen gibt, das ist auch wieder so eine Sage, die ich mir sehr, sehr gut als Märchen vorstellen kann. Ne? Aber hier steht ja in blühender Jugend, ja, das war ein junger König, und dann hat er sich eine Braut gesucht, eine junge Königin. Ja, ja gut, aber ja wirklich, das ist so ein kleines, ne, ich würde nicht sagen Dreiecksbeziehung ist es nicht, weil der eine wollte es ja gar nicht wahrhaben, ne? Die Sage, also dass die Weissagung wahr wird, ne? Aber schon, ja, aber schon, ja, so ein kriegerisches Volk von einer Frau regiert. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie die Menschen damals reagiert hätten. Geh mal nochmal davon aus, du hast ein Königreich und eine Frau regiert das. Kam ja in der Geschichte schon durchaus vor. Und sie regiert so gut, dass es eigentlich nichts zu meckern gibt. Ich würde behaupten, dass auch selbst wenn damals es so, naja, die Zeiten waren anders, Frauen wurden anders gesehen. Ich kann mir aber dennoch vorstellen, dass wenn die Königin genau das alles macht, was sie machen muss und alle zufriedenstellt oder fast alle zufriedenstellt und vielleicht auch ein bisschen mit härterer Hand rangeht, kann ich mir vorstellen, dass jeder damit zufrieden bleibt und dass dann niemand anders, also warum sie dann halt zur Königin, warum dann ein König wollen, wenn doch die Königin alles ja, tadellos macht, ne, wenn sie das Volk weiterhin super führt. Ne. Ich kann mir nur vorstellen, dass, ja, vielleicht war sie zu lasch, weil sie sagen ja so ein großes kriegerisches Volk und dann kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht eher zart beseitet war. Ich meine, so ein kleines Handstreich und schon fängt sie an, oh, sie hat mich berührt. Oh. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie dann doch etwas eine zarte Natur hatte und so ein Kriegervolk halt nicht in der Weise führen konnte, wie es die Krieger gerne hätten. Naja, dass es deswegen so war und nicht, weil sie einfach eine Frau ist. Weil ich glaube, ich glaube auch damals wären das den Leuten dann im Endeffekt egal gewesen, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, solange gut geführt wird. Ne? Aber gut, machen wir weiter. Nächste Sage. Der kleine Grimoald. Grimoald. Mhm. Die Awaren waren mit Heeresmacht in die Lombardei eingebrochen. Zwar stellte sich Gisulf, Herzog von Friaul, ihnen mannhaft entgegen, er unterlag aber mit seinen schwachen Häuflein der Menge. Nur wenige Langobarden kamen lebendig davon, sie flüchteten mit Romhild, Gisulfs Gemahlin, und seinen Söhnen in die Festung Friaul. Als nun Kakan, der König der Awaren, um die Burg ritt, um sie zu besichtigen, erblickte ihn Romhild, die Witwe Gisulfs. Sie sandte ihn eine heimliche Botschaft. Wenn er sie ehelichen würde, wolle sie ihm die Burg übergeben. Kakan ging darauf ein, und sie ließ ihm die Tore öffnen. Die Feinde eroberten so die Stadt und töteten alle Männer, doch gelangte es Taso und Romuald, den ältesten Söhnen Gisulfs, zu entkommen. Weil sie aber ihren jüngsten Bruder Grimoald noch für zu klein hielten, sich auf den Rosse zu halten, wollten sie ihn töten, denn sie achteten es für schicklicher, dass er stürbe, als er in die Gefangenschaft geriete. Schon war der Speer gegen den Knaben erhoben, da rief Grimoald mit Tränen: »Erschlag mich nicht, lieber Bruder, denn ich kann mich schon auf einem Pferd halten.« Da setzte ihn der Bruder auf ein Pferd, und der Knabe folgte seinen Brüdern nach. Die Awaren jagten hinter ihnen her, und einer fing den kleinen Grimoald, doch wollte er ihn seiner Jugend wegen nicht töten, sondern zur Sklaverei aufheben. Also setzte er ihn hinter sich auf sein Pferd und ritt davon. Grimoald aber zog das Schwert des Mannes aus und traf den Feind, dass er zu Boden stürzte. Dann wandte er das Pferd und jagte den Brüdern nach, die er auch glücklich einholte, worauf dann alle gerettet wurden. Die verräterische Romhild empfing aber den Lohn für ihre Tat.
Khakan heiratete sie nicht, sondern ließ sie töten. Im Gegensatz zu der vorherigen Sage ein bisschen düsteres Ende, also halbwegs. Ich frage mich dann so ein bisschen in der Sage die Motivation der Königin. Ich meine, ja, sie hat ihre Kinder, die zur Flucht verholfen, aber die Königin, ihr Volk ist ja so gut wie gestorben, zumindest alle Männer. Was sie sich dabei wohl gedacht hat. Ja, das ist so ein Ding, ne? Es ist ja so ein bisschen so wie mit einer Beziehung. Jetzt komme ich schon wieder auf das Thema. Aber wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, es ist immer ganz gut, wenn ihr wenn ihr eine Frau kennenlernt oder einen Mann, je nachdem. Sagen wir einfach mal so, jemand ist in einer Beziehung und ihr findet den super. Und der lässt sich auf euch ein. Ziemlich locker flockig auf euch ein. Obwohl sie vergeben ist oder er vergeben ist. Dann sollte man darüber ganz, 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 ganz stark nachdenken. Denn was ist mal, wenn es der umgekehrte Fall ist? Ihr seid mit dieser Person zusammen und sie lächelt jemand anderen an oder er zwinkert jemand anderen an. Ich meine, wenn er das bei der vorherigen Beziehung gemacht hat, warum sollte er es jetzt nicht in dieser Beziehung machen? Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, um den Bogen zu schließen, deswegen auch das hier. Er hat sie getötet, weil sie nicht vertrauenswürdig ist. Kaum war der König tot, kaum war stand die Belagerung, hat sie ihr Volk verraten. Warum sollte der Khakan jemanden solches heiraten? Denn dann weiß er doch ganz genau, wenn er quasi irgendwann mal in die Bedrohung kommt und sie muss jetzt quasi das Volk führen, weil wie sie die Königin ist, dann lässt sie ja alle über die Klippe springen. Hauptsache, sie kommt selbst davon. Also, Finger weg. Finger weg. Gut, machen wir weiter. Mit den Grimoald geht es nämlich auch jetzt los. Ja, also. Nächste Sage heißt Grimoald und Bertharit. Um das Jahr 660 regierten zwei Brüder das Langobardenreich, Bertharit und Godebert. Als nun ein Streit zwischen beiden entstand, rief Godebert den Herzog Grimoald von Berwent zur Hilfe gegen seinen Bruder herbei. Grimoald kam auch mit einer auserlesenen Schar nach Pavia, tötete aber Godebert und riss die Herrschaft an sich. Bertharit, der bei Mailand hauste, musste nun für seine Sicherheit fürchten und flüchtete darum zu den Awaren. Da ließ Grimoald den Awarenkönig mit Krieg drohen, falls er nicht Bertharit aus seinem Land entferne. Da rief er der Awarenkönig Bertharit zu sich und kündigte ihm die Gastfreundschaft, denn er wolle diesen fremden Mannes wegen seines Volkes nicht in einen Krieg stürzen. Bertharit hatte nun gehört, dass Grimoald ein milder Mann sei, fasste darum den Entschluss, in das Langobardenland zurückzukehren und sich der Gnade Grimoalds zu empfehlen. An der Grenze angelangt schickte er Unwulf, einen treuen Mann, voraus, damit dieser den König von seiner Ankunft benachrichtige. Grimoald nahm die Botschaft wirklich sehr gnädig auf und versicherte, dass den Verbannten kein Leid widerfahren solle. Nun säumte Bertharit nicht länger, sich dem König vorzustellen. Der versprach wiederholt, ihm kein Leid zuzufügen und ihm seine Würde entsprechend zu behandeln. Er ließ ihn einen schönen Palast anweisen und befahl ihm, alles zu gewähren, was er zu seinem Lebensunterhalt nötig habe. Sobald er sich nun in seiner Wohnung eingerichtet hatte, drängten sich viele Bürger von Tiznium (Pavia) zu ihm, um ihn als einen alten Bekannten und früheren Landsherrn zu begrüßen. Er nahm sie alle freundlich auf. Daraus schöpften aber die Umgebung Grimoalds Argwohn, denn es wurde befürchtet, dass Bertharits sich einen Anhang suche, um sich im geeigneten Augenblick den Thron wieder zu erobern. Diese Verdächtigungen erfuhr auch Grimoald, der dadurch beunruhigt sich sogleich entschloss, Bertharit zu töten zu lassen.
Er lud ihn daher zu einer Abendmahlzeit ein und gab Befehl, ihm recht viel starken Wein vorzusetzen, damit er berauscht würde und dadurch seine Flucht versäume, wenn er vielleicht gewarnt werden sollte. Es fand sich aber ein treuer Diener in dem Hause, der wusste um den Anschlag, kroch verstohlen unter den Tisch, an dem sein früherer Herr saß, und flüsterte ihm zu: »Hüte dich, Bertharit, der König will dich töten, trink den Wein nicht!« Bertharit befahl sogleich seinen Mundschenken, er solle ihm zum Trunke nichts anderes darreichen als Wasser. Dann leerte er seinen silbernen Becher, wie er sagte, zur Ehre des Königs aus, und die Aufpasser konnten dem König berichten, dass Bertharit sehr gierig getrunken habe. Da sagte der König erfreut: »Ja, lasst ihn nur trinken, denn morgen soll sein Blut fließen, wie heute der Wein.« Bertharit hatte niemanden, dem er seinen Leid klagen konnte, als den treuen Unulf. Der sann lang hin und her, wie er wohl den Herrn zu retten vermochte, und kam auf folgenden Einfall. Er sandte einen zuverlässigen Diener namens Ortleib in seine Wohnung, damit er Kissen und Decke hole und ihm ein Bett neben dem Bertharits bereite. Es wurde höchste Zeit, dass etwas zur Rettung geschah, denn schon hatte König Grimoald seine Trabanten gesandt, die das Haus bewahren mussten und Befehl hatten, den Verurteilten nicht herauszulassen. Darauf wurde das Mahl aufgehoben und die Gäste verloren sich, bis auf Bertharit, dem ein Gemach als Schlafraum bestimmt war. Als nun die Lichter im Paläste erloschen wurden und es in der zweiten Räumen still war, hielt Unulf seine Zeit für gekommen. Er legte die Kissen, das Laken, das Bärenfell, kurz alles, was zu seinem Bette gehörte, auf Bertharit und fing an, ihn wie einen tollpatschigen Sklaven vor sich herzutreiben, wobei er ihn heftig schalt und prügelte. So kamen die beide vor das Tor des Palastes und durch die Trabanten. Als diese verwundert und neugierig fragten, was das bedeute, antwortete Unulf mit angenommener Entrüstung: »Dieser Taugenichts hat mir mein Bett neben den betrunkenen Bertharit aufgeschlagen. Der ist voll vom Weine und liegt wie ein Toter. Ich habe mich lange um den Sinnlosen gekümmert und will nun in meinem eigenen Hause schlafen.« Das fanden die Trabanten ganz in der Ordnung, lachten über den zornigen Herrn und seinen ungeschickten Diener und ließen die beiden arglos aus dem Hause, ohne zu ahnen, dass ihn Bertharit entwischte. Glücklich war dieser nun zwar aus der Löwenhöhle, aber noch nicht aus der hochummauerten Stadt Ticinium mit ihren verschlossenen und wohlbewachten Toren. Doch wusste der treue Unulf auch hier Rat zu schaffen. Er ließ ihn an einem Seile über die Mauer und schickte ihm ein paar seiner treuen Anhänger als Begleiter nach. Diese fanden Pferde des Königs auf der Weide und jagten an demselben Tage nach Asti, wo Freunde des Bertharit wohnten. Am nächsten Tage erreichten die Flüchtlinge Turin und gelangten darauf in das Reich der Franken, die den Geächteten freundlich aufnahmen. Als nun der Morgen graute, erschienen die Mörder vor Bertharits Tür, um ihn zu töten. Der treue Ortleib, der die Wache hielt, bat für sie aber, seinen Herrn noch schlafen zu lassen, hatte aber für den Aufschub der Hinrichtung natürlich andere Gründe. Die Abgesandten des Königs ließen sich bewegen und warteten noch einige Zeit. Endlich aber riss ihnen die Geduld. Sie riefen laut aus: Er hat genug geschlafen, er muss jetzt sterben!« brachen die Tür auf und stürmten in das Gemach, um Bertharit zu erstechen. Zu ihrem Erstaunen fanden sie ihn den Gesuchten nicht. Nun hielten sie sich an Ortleib, der doch wissen musste, wo er geblieben war. Mutig erklärte dieser, dass der Geächtete geflohen sei und dass er den Aufschub nur erbetet habe, damit sein Herr einen guten Vorsprung vor seinen Verfolgern erhielte. Den Henkern erschien das als Verräterei. Sie fassten wütend Ortleib an den Haaren und brachten ihn vor Grimoald, wo er den Hergang erzählen musste. Als er geendet hatte, fragte der König seine Umgebung, was Ortleib wohl für sein Betragen verdient habe. Da waren alle darin einig, dass so ein solch verruchter und heimtückischer Mensch den Tod erleiden müsse, und zwar nach vielen Qualen, damit er das Sterben recht fühle. Der König aber antwortete: »Gott möge mich vor dem schweren Unrecht bewahren, einen Menschen darum zu strafen, dass er seinen Herren Treue erwiesen hat.« Darauf redete er Ortleib gnädig an, lobte sein Verhalten, nahm ihn unter seine Dientschaft auf und bat ihn, die Treue, die er Bertharit bewiesen, auch ihm zu erzeigen, wofür ihm reicher Lohn werden solle. Bald darauf wurde dem König mitgeteilt, dass Unulf sich in die Michaeliskirche geflüchtet habe.
Er war nicht mit Bertharied geflohen, weil er Kinder hatte, die er der Rache des Königs nicht preisgeben wollte. Grimoald versprach ihm nun, dass er nichts von ihm zu befürchten habe und ruhig vor ihm erscheinen möge. Doch wagte sich Unulf aus dem Asyl und wurde vom König freundlich empfangen. Er musste genau erzählen, wie er die Rettung seines Herrn bewerkstelligt habe. Grimoald lobte seine Klugheit und Anhänglichkeit und nahm auch ihn ehrenvoll unter seine Hofgesinde auf. Nach einiger Zeit fragte er ihn, ob er wohl lieber mit seinem früheren Herrn in die Verbannung oder mit ihm leben wolle. Da antwortete Unulf freimütig, dass er lieber mit Bertharied in Elend sterben, als in der Pracht und Fülle wohnen möchte. Auch diese Rede missfiel dem König nicht. Er erlaubte ihm, nach Frankenland zu fahren und all das Seine, das Grimoald noch königlich vermehrt hatte, mitzunehmen. So zog denn Unulf mit allem, was er besaß, in die Fremde. Er und auch Ortleib durften bald darauf ihre geliebten Herrn wiedersehen und bei ihm bleiben. Also, als ich diese Sage das allererste Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, der Grimoald ist ein schwacher König. Es ist halt so, also ein gnädiger König ist zwar was Schönes fürs Volk, aber ein König muss sich halt eben auch gut durchsetzen können. Und so eine... Schwer zu sagen. Der eine von euch kennt doch sicher von Game of Thrones, als der Joffrey gestorben ist und der nächste Würdenträger oder der nächste König, angehende König, wurde dann vom Vater, ich komme jetzt mit den Namen nicht, ich sage euch nur, der Vater von den allen, der Oberhaupt von der ganzen Familie, ja, die den Thron hatten, der hatte ihn dann doch erklärt, wie der eine König war, wie der nächste König war, wie der nächste König war. Zum Beispiel der eine König war versessen auf der Religion und hat eine riesengroße Kapelle gebaut, eine riesengroße Kirche, richtig prunkvoll, in allem Pipapo, alles wunderbar, alles wunderbar. Und er wurde dann verraten und ist gestorben, oder beziehungsweise ist er wahnsinnig geworden, glaube ich, oder sowas. Und dann gab es zum Beispiel einen, ich kann mir jetzt nicht ganz genauer erinnern, vielleicht kennt ihr die Szene in der Serie. Und einmal war dann halt ein König, der war gütig. Der war wunderbar, der war gütig, war allen war großzügig zu allen und sowas. Und der wurde von hinten erstochen in der Nacht. Eben weil er es zugelassen hat, er hat halt zu oft ein Auge zugedrückt. Er hat zu oft ein Auge zugedrückt. Er hat halt, also wenn jemand Verrat begeht, dann ist es nicht klug, das alles durchgehen zu lassen. Es ist auch nicht klug, alle zu töten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und dachte mir so, eigentlich ist der Grimoald ziemlich clever. Der ist sehr clever. Ich meine, er gibt erstmal hat er den einen Typen da einfach kalt gemacht, ja, den Godebert, den König. Ja, als er gekommen ist, er wollte ihn um Hilfe holen. Der König ist da reingekommen, hat gesehen, okay, wahrscheinlich ist er gerade geschwächt gewesen, deswegen hat er erst um Hilfe gebeten und der hat dann einfach opportunistisch die Zügel selbst in die Hand genommen, hat ihn kalt gemacht und hat selbst das Land an sich gerissen. Spricht schon mal für einen gewalttätigen König. Aber dann hat er den anderen, den Bertharied, sein Land wieder zurücknehmen lassen. Also beziehungsweise er durfte da quasi wieder leben. Was ja dann quasi über sein alten Volk zumindest erstmal zeigt, okay, so scheiße ist er nicht. Dann entschließt er ihn doch zu töten, weil er fürchtete, dass er ihn verraten könnte. Das heißt also, er hat schon darüber nachgedacht, er könnte ihn ja töten. Also hat er quasi den Tod, also er könnte mich ja verraten und sich den Thron zurückholen. Also muss ich ihn quasi töten.
Man merkt so, er will es vielleicht gar nicht, er wollte das gar nicht, aber er sieht quasi die Gefahr und er muss diese Gefahr Herr werden. Also befiehlt er quasi, den zu töten. Dann kommt er weg, dann ist er weg und dann die Leute, die dann plötzlich kommen, hier dieser Ortleib und dieser Usulf, und dass der die zum Beispiel jetzt nicht direkt tötet für ihren Verrat. Und dass er dann quasi die nicht tötet, da habe ich erst gedacht, das ist Schwäche, aber das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Der hat einfach in den beiden etwas gesehen, was viele Menschen vielleicht aus der ersten Linie nicht sehen. Die haben sich nicht rausgeredet, die standen mit Rückgrat da und haben gesagt, wir haben das für unseren Herrn gemacht. Das ist unser Herr. Und jetzt mal zu der anderen Sage, jetzt mal umgedreht, ja. Die eine Königin, die ihr Volk verraten hatte. Kaum war ihr Leben in Gefahr, hat sie ihr Volk verraten. Und die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und selbst vor Androhung des Todes, nicht mal dann lassen sie ab. Und er hat das erkannt. Er hat erkannt, was das für ein Menschenschlag ist. Und wollte diese Menschen halt nicht quasi ins Feuer werfen, er wollte sie für sich gewinnen. Und die haben ja wahrscheinlich eine einige Zeit bei ihm gelebt. Und haben wahrscheinlich auch gut ihm gedient. Weil er wusste ganz genau, das sind die guten Leute. Ja. Jetzt sieht man quasi die verräterische, wo du merkst, okay, der König hat gemerkt, okay, der kannst du nicht vertrauen. Beim nächsten Gelegenheit wird die dich quasi ans Messer liefern. Und dann auf der anderen Seite die beiden Männer, die bis zur Klinge, bis auf Schafott treu blieben ihrem König. Und der hat quasi gesagt, okay, diese Treue, die wertschätze ich, und hat sie versucht auf ihre Seite, auf seine Seite zu ziehen. Und deswegen war er eben so gnädig zu ihnen. Deswegen, der Mann ist echt nicht doof gewesen. Im ersten Moment klingt so, es ist eine schwache Sache, was er gemacht hat. Aber er ist nicht schwach, er wiegt einfach immer nur ab. Er sieht in den Menschen, vielleicht interpretiere ich jetzt so viel rein, aber er sieht in den Menschen eben die Qualität und er möchte diese Qualität nicht wegwerfen. Schöne Sache, wirklich. Gut. Dann war es das für heute erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, je nachdem. Und dann sieht man sich das nächste Mal wieder bei. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.